Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Januar 1943. Der Schnee und die Schneeverwehungen sind so stark geworden, dass es kaum noch ein Durchkommen gibt. Nach dem kurzen Tauwetter und den schlammigen Straßen hofften wir auf einen kurzen Winter, aber das war wohl nichts. Mittlerweile werden schon Zugmaschinen zu Schneepflügen umgebaut, um die wichtigsten Strecken zum Tross für die Radfahrzeuge befahrbar zu machen. Selbst dem Russen ist es zu viel Schnee, wobei die mit den breiten Panzerketten da nicht so viel Probleme haben. Leider ist die Kraftstoffversorgung fast unmöglich, da die Lkw auch nicht mehr über die Straßen oder die Rollbahn fahren können, um die einzelnen Kampfgruppen zu versorgen. Also wurde kurzerhand die Panier-Kolonne aufgestellt und wir können wieder Schlitten fahren. Ich wurde dem Benzingeschwader, wie wir es scherzhaft nennen, zugeteilt und wir fahren mit Benzinfässern pro Schlitten und den kleinen Panierpferden dann in den zugewiesenen Bereich, um die Panzer zu versorgen. Ist wieder mal was anderes und mit der richtigen Winterbekleidung kein Problem. Auch wird man bei den Kameraden freudig begrüßt, wenn man dort ankommt, und es gibt immer eine Kleinigkeit aus der Panzerkiste für die Lieferung. Das gefällt mir und ihr könnt mich dran gewöhnen. Die nächsten 5 Tage können wir die Rosinante nicht in den Kampf führen. Besatzung Bauer hat einen Treffer im Seitenvorgelege bekommen und die Reparatur scheint doch aufwendiger als gedacht. Ist sicher noch mehr kaputt gegangen, aber wenigstens hat der Fahrer nichts abgekriegt und das ist schon viel wert. Wir haben heute eine Kampfgruppe zu versorgen, die eine kleine Ortschaft zurückerobert hat. Die Russen hatten sich schon vorgesetzt und da musste er wieder rausgeworfen werden. Einige Panzer zusammen mit den Grenadieren haben den Iwan nach Zehmringen geworfen und Gefangene gemacht. Wir versorgen die Panzer und haben auch Verpflegung dabei. Der Ort soll dann von der Infanterie übernommen werden, damit die Kampfgruppe wieder zurück kann. Das wird aber noch dauern, wird mir erklärt. Die Fußtruppe hat mit dem hohen Schnee Probleme und der Verlegungsmarsch erfordert mehr Zeit als geplant. Aber die werden das schon schaffen. Ein paar Stunden später ist alles soweit versorgt und wir sollen ein paar Verwundete und die 20 Gefangenen mit zurücknehmen. Gerne mache ich das nicht. 3 Iwans auf dem Schlitten und wir dann ganz vorn. Mir ist dabei nicht wohl, aber Befehl ist Befehl. Ich sitze neben dem Obergefreiten, der den Schlitten lenkt, und habe meine Pistole schon mal aus dem Holster gezogen. Nicht, dass die uns noch einen auf den Deckel hauen und dann im Schnee liegen lassen. Aber hinter uns sind ja auch noch Kameraden, also kann es so schlimm ja nicht werden. Ein paar Stunden brauchen wir schon zurück, aber mit dem Schlitten ist es dann ganz angenehm. Kaum Wind und die Sonne zeigt sich auch von Zeit zu Zeit. Wir brausen durch die Landschaft und ich bin begeistert, wie kraftvoll diese kleinen Pferde durch den Schnee laufen. Die sind scheinbar sehr zäh und haben wirklich Ausdauer. Die Russen machen keinen Ärger. Die sehen aus, als hätten die schon die Nase voll vom Krieg. Junge Burschen sind das, sicher aus den Tiefen Russlands. Der eine fragt vorsichtig in doch passablem Deutsch, ob er eine Zigarette haben könnte. Ich gebe dann allen 3 eine und lasse sie rauchen. Nun bin ich aber neugierig und will wissen, warum der Russe Deutsch spricht. Er erklärt, dass er Familie in Deutschland hatte, vor dem Krieg. Die hat er dann oft besucht und so von klein auf die Sprache gelernt. Als der Krieg dann ausbrach, wurde seine Familie aus Deutschland zurückgeschickt. Das ging ja vielen so. Aber als die wieder in Russland waren, wurden sie als Spione eingesperrt und saßen einige Zeit im Gulag. Er hat sich dann schnell in die Rote Armee gerettet, um nicht auch als deutschen Freund unter Repressalien zu leiden. Dass er die Sprache spricht, hat er auch keinem erzählt. Das wäre sicher aufgefallen und auch nicht gut für ihn ausgegangen. Jetzt wäre es als Gefangener auch egal. Ich frage nach, wo er schon überall gekämpft hat, und es sind einige Orte,
von denen ich gehört habe. Er erklärt, dass die Verluste in seiner Einheit um 80% waren. Dann wurde wieder aufgefüllt und in der nächsten Schlacht waren wieder 60% weg. Scheinbar hat er immer Glück gehabt oder konnte sich aus dem dicksten Schlamassel heraushalten. Sei es drum, netter Kerl, aber trotzdem ein Russe. Ich sage ihm, er soll den Kameraden erklären, dass wir ihnen nichts antun werden, aber wer Dummheiten macht, ist dran. Wir geben sie später dann im rückwärtigen Bereich ab und dann geht's für sie weiter Richtung Deutschland. Am frühen Abend kommen wir wieder beim Tross an. Ich lasse alle Gefangenen antreten und übergebe sie den Männern vom Stabszug. Trotzdem frage ich den jungen Russen, Alexei heißt er, ob er als Hiwi bei den Panzern bleiben will. Er nickt und ich kläre es mit dem Zugführer. Der meint, wir können noch ein paar Hände mehr gebrauchen und so melden sich noch weitere Freiwillige bei mir. Na, dann haben wir es ja. Die Hiwis werden genau eingewiesen, wie es hier bei uns läuft und was alles verboten ist. Das müssen wir denen auch sehr deutlich vor Augen halten, denn sonst klappt das mit den Brüdern nicht. Vor ein paar Tagen hat einer der Russen eine Pistole geklaut und wollte sich dann zurück zu den russischen Linien absetzen. Der wurde aber fix eingefangen und dann vor den anderen Freiwilligen exekutiert. Das zeigt immer Wirkung und die anderen überlegen sich das dann schon, ob die Mist machen oder nicht. Ich soll am nächsten Tag wieder mit dem Schlitten los und ich will den Alexei mitnehmen. Nun aber erstmal Essen fassen und die müden, durchgefrorenen Glieder ausstrecken. Hinter mir und passt auf die Fässer auf. Es scheint ihm Freude zu machen, als Hiwi in der Wehrmacht zu dienen. Schauen wir mal. Es dauert nicht lange und wir kommen an einem Waldstück vorbei und bekommen Feuer. Nur Gewehrschüsse, aber auch ein Benzinfass kann einem den Tag verderben, wenn dort eine Kugel reinfliegt. Wir fahren die Schlitten so gut es geht in Deckung und werfen uns mit 3 MG in den Schnee. Ich gebe Alexei Zeichen, dass er die Munition vom Schlitten zum MG bringen soll, und er sprintet los und ist flink wie ein Wiesel. Schnee spritzt auf, wo die feindlichen Kugeln einschlagen, aber er schafft es mit der Kiste sicher zu unserem MG-Schützen. Schon geht der Tanz los und die MGs feuern auf erkannte Ziele. Schon nach 10 Minuten ist der Spuk vorbei und wir sind fast sicher, dass die Russen abgehauen sind. Nachschauen wollen wir nicht, also aufgesessen und ab dafür. Später versorgen wir die Fahrzeuge und da gibt es auch gleich etwas heiße Suppe für uns. Wir erzählen von dem kleinen Angriff auf unsere Schlittenkolonne und geben die Daten an die Funker durch. So kann der Gefechtsstand das Gebiet markieren und die anderen Kolonnen warnen. Zurück wollen wir einen Umweg fahren, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Wir wollen gerade wieder los, da gibt es einen Artillerieangriff und wir springen schnell in Deckung. Die Fässer sind alle leer, also droht von dort keine Gefahr. Die Granaten schlagen zwischen den Häusern und Fahrzeugen ein und wir pressen uns tief in den Schnee in der Hoffnung, dass der Splittersegen an uns vorübergeht. Nach 15 Minuten ist der Spuk vorbei und ich bin noch in einem Stück. Ich schaue nach meinem Schlitten und ich sehe das Pferd im Schnee liegen. Ein großer Splitter hat den Bauch aufgerissen und die warmen Eingeweide quellen dampfend heraus. In Todespanik versucht das Pferd wieder auf die Beine zu kommen und verfängt sich so in den eigenen Därm. Ich ziehe meine Pistole und erlöse das arme Tier. Jetzt höre ich auch die Verwundeten schreien und alles rennt durch die Gegend, um den Kameraden zu helfen. Ich finde Alexei, der gerade einem Lanzer einen Verband auf die Brust drückt. Ich helfe ihm und denke bei mir, dass er ja wirklich zu gebrauchen ist. Da habe ich schon ganz andere Hiwis gesehen, die keinen Verletzten angerührt haben. Die dachten sich wohl, das ist immer noch der Feind. Aber er hier ist wohl anders. Als sich alles beruhigt hat, fahren wir wieder zurück. Die Schlitten hängen teilweise hintereinander, da wir nicht mehr genug Pferde hatten. Sei es drum. Hauptsache erstmal zurück. Als wir wieder angekommen sind, erzähle ich die Geschichte dem Zugführer und er meint, dass eben nicht alle Russen böse sind. Ja, da hat so jeder seine eigene Meinung. Aber wie auch immer, das war es erstmal mit den Versorgungsfahrten. Am Abend übernehmen wir die Rosinante wieder und bereiten alles für den nächsten Einsatz vor. Alles noch beim Alten, nur der andere Richtschütze meint zu mir,
dass die Kanone eingeschossen werden muss. Sie zielt zu hoch. Ich frage gleich den Waffenmeister und er sagt, dass wir morgen früh zum Einschießen vorbeikommen sollen. Das ist auch wirklich wichtig, weil hier an der Ostfront hat man nicht immer 2 oder 3 Schüsse. Der erste Schuss muss sitzen, sonst gibt's was auf den Helm. Gleich am nächsten Morgen wird neu eingeschossen und nach 3 Treffern passt wieder alles. Dann können wir wieder los. Aber den Tag über bleibt es ruhig und wir haben keinen Einsatz, da der Russe sich wohl erstmal von den letzten Schlägen erholen muss.